Basko hat den Todeskampf verloren. Der Hund von Peter Embacher aus Langen wurde nur 1,5 Jahre alt. Beim Gassigehen hat Basko wohl einen Giftköder gefressen. Abends ging es los mit Erbrechen, mit Durchfall, mit der kompletten Maschinerie, wackelig auf den Beinen. Und es wird schlimmer. Basko kollabiert. Es geht in die Tierklinik. Nach mehreren Tagen dann wieder heim. Eine Stunde später, nachdem wir zu Hause waren, ist er verreckt. Ja, also der wollte nach Hause. In Langen, südlich von Frankfurt, werden immer wieder Giftköder gefunden. Die Hundebesitzer organisieren sich, Flyer werden gedruckt, WhatsApp-Gruppen und Facebook aktiviert. Der eine hat einen Fall gehabt, der nächste hat einen Fall gehabt. Und eine Woche später, nach dem Basko, ist noch ein Hund vergiftet worden. Und das war ja oben am Freibad gewesen. Ja. Also es waren schon insgesamt, so viel wir wissen, zwischen 5 bis 7 Hunde gewesen. Innerhalb von einem Jahr, das heißt von Januar bis Juni, Juli, ja, die vergiftet worden sind. Die Gruppe der Langener Hundefreunde ist mittlerweile auf 80 Personen angewachsen. Die Wut ist groß. Ich finde, das ist ein sehr bestialischer Mord und es ist auch vor allem also von hinten rein. So, es ist nicht irgendwie greifbar, die Person ist nicht greifbar, der Grund ist nicht greifbar. Auch der Bürgermeister der Stadt Langen ist alarmiert. So wurde bereits eine Belohnung von 500 € ausgesetzt. Weitere Maßnahmen sind geplant. Wir haben als Stadt an verschiedenen Stellen diese Beutelspender aufgebaut. Die Leute nehmen das auch sehr gut an und wir werden das aber auch noch weiter ausbauen. Denn bei dem Täter könnte es sich natürlich um jemanden handeln, der sich über Hundekot ärgert. Eine weitere Forderung der Hundebesitzer, eine Hundeauslauffläche, wie sie viele andere Städte, hier Frankfurt, bereits haben. Hundewiese ist schon eine ganz tolle Sache. Ja. Wir sind auch in der Regel meistens so alle 2 Wochen nach Darmstadt gefahren, die Kastanienallee. Das ist ein riesengroßes Gelände, eingezäunt für die Hunde. Wir fragen nach beim Bürgermeister. Es wird zurzeit geprüft, sagt dieser. Wir gucken, wo wir diese Flächen ausweisen können. Und auch das führt aber leider nicht zu 100%iger Sicherheit, wie Sie ja in anderen Kommunen auch mitbekommen haben. Wenn dort ein Verrückter so etwas macht, dann wirft er es am Ende vielleicht über die Mauer beim Privatgrundstück drüber. Und leider genau das ist bereits passiert, weiß Hundebesitzerin Talina Lopez Rodriguez. Dort hatte man eben Köder im Garten gefunden. Das waren einfach Hackfleischbällchen, die mit Rattengift gefüllt waren. Und die haben sie Gott sei Dank vorher schon entdeckt und dann aufgesammelt und das auch der Polizei so übergeben. Aber ja, in der Straße gab es über das letzte halbe Jahr, glaube ich, auch schon einen toten Hund und eben auch schon mehrere Giftköderfunde in den Vorgarten. Wichtig ist, sollte Auffälliges beim Gassigang gefunden werden, ab damit zur Polizei. Hat der Hund etwas gefressen, dann ab zum Tierarzt. Der kann gezielt Erbrechen verursachen, damit das Gift wieder den Körper verlässt. Wann auch immer mein Hund unkontrolliert etwas aufnimmt, was ich nicht gut habe beobachten können, besteht der Verdacht, dass sowas möglich ist. Und zu den möglichen Symptomen gehört Erbrechen, aber auch vermehrter Speichelfluss, Taumeln. Manche Hunde fallen tatsächlich auch ins Koma. Und die Symptome können direkt danach, aber auch erst Stunden später einsetzen. Doch nicht immer ist gleich erkennbar, ist es ein Giftköder wie hier oder vielleicht einfach nur Mehl, wie hier für eine Schnitzeljagd ausgestreut. In jedem Fall sollte die Polizei eingeschaltet werden. Die Vorsicht wächst, auch bei Sabine Schindler. Sie achtet nun besonders auf Hund Kati. Die Leichtigkeit beim Spazierengehen, die hat man verloren. Man geht angespannt Gassi und ist immer auf 7:30 Stellung und schaut nach links und rechts, ob irgendwo ein Giftköder zu sehen ist. Der Wunsch der Gruppe: Bestenfalls den Täter oder die Täter ergreifen und wir wieder unsere Leichtigkeit beim Gassigehen zurückgewinnen und auch wieder ein Stück weit sicherer in Langen sind. Und die Hunde auch wieder unbesorgt schnüffeln können.